Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir befinden uns heute wieder auf meinem Main und wir machen hier sehr gute Fortschritte weiterhin auf dem Server. Ich hatte mir ja mal zur Aufgabe gestellt, Road to Glory oder Road to Platz 1, ja, auf meinem Server. Das wollte ich auf jeden Fall definitiv eines Tages nochmal werden. Und wir sind bisher auf einem guten Weg dorthin, ja. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich insgeheim so eine kleine Liste führe mit ein paar Leuten, mit ein paar Auserwählten, ja, wo ich so die Basispunkte tracke und wie viele die jeweils jeden Monat machen, und das vergleiche ich dann so ein bisschen. Unter anderem befinden sich dort auch ein paar Leute von meinem Server, ja, also die direkte Konkurrenz quasi, ja, und da werden wir mal gleich gegen einen hiervon spielen. Und ja, diesbezüglich, schade, habe ich schon gut aufgeholt und hole eigentlich auch noch weiterhin ziemlich gut auf. Man sieht hier wieder jedes Mal, wenn sich die Ehrenhalle aktualisiert, ich bin immer Vierter, obwohl das hier nicht stimmt. Ja. Auf jeden Fall hole ich ganz gut auf. Zwar nicht viel, weil die Konkurrenz schläft auf jeden Fall nicht. Das sei mal schon mal gesagt, aber Stück für Stück werde ich immer besser jeden Monat. Basispunkte technisch natürlich nur gesehen, weil die Basispunkte sind quasi das Einzige, was ich tracke, und ist auch das Wichtigste, worauf es ankommt am Ende des Tages. Ja, und nach Basispunkten gesehen bin ich bisher jetzt schon fast gleich auf mit Sir Webster. Da bin ich ganz, ganz knapp hinterher. Wir machen aber fast jeden Monat dieselben Basispunkte. Also wir sind ziemlich gleich auf, muss man sagen. Er ist jetzt nur noch ein ganz kleines bisschen vor mir. Ja, wer noch ein Stückchen weiter vor mir ist, ist der Teufli. Der befindet sich basistechnisch gesehen noch ein gutes Stück weiter vorne. Ja, und das waren ja immer so die Top 3, in der sich hier so die Konkurrenz immer bisher so bewegt. Ja, wir greifen uns immer hier untereinander an, Sir Webster und Teufli. Wen man aber nicht aus den Augen verlieren darf, ist hier der Psycho. Der bettelt sich zwar jetzt nicht so um Platz 1, so wie wir drei das machen hier immer. Allerdings ist er derjenige mit den meisten Basispunkten hier auf den Servern, und zwar mit Abstand noch am meisten. Ja, aber auch da muss er sich natürlich in Acht nehmen. Da werde ich auch in Zukunft, vielleicht noch ein bisschen längerer Zukunft als Sir Webster und Teufel jetzt zum Beispiel, aber auch da mache ich ein paar Stat-Punkte gut. Er aber noch hier deutlich vor uns dreien hier. Ja, das sei mal auf jeden Fall gesagt. Also der Kampf bleibt weiterhin spannend um Platz 1 hier auf dem Server. Leider aktualisiert sich die internationale Ehrenhalle nicht. Das ist ziemlich schade. Die ist seit einer Woche jetzt auch, wie gestern schon erwähnt, auf Stillstand, und hier ja, aktualisiert sich leider nichts mehr so richtig. Das ist wirklich ziemlich schade. Was auch schade ist ja die Gilde, in der ich spiele. Das ist halt, ja, also man muss dazu sagen, wir sind halt auf einem sehr alten Server, der ist jetzt schon über 8 Jahre alt auf jeden Fall. Und da kann man nicht mehr erwarten, dass da jeder sau aktiv ist, zumal S31 jetzt eh kein Dollar-Server an sich ist. Und da gibt es auch keinen Event-Server, hier gab es nichts drauf. Ist halt ein weiterer ja, deutscher Server, und der kam halt auch nach Server 30, was damals ja ein runder Server oder immer noch ein runder Server ist, wo ich mir aber vorstellen kann, dass dort mehr drauf gespielt haben und dann auf S31 weniger drauf gespielt haben. Ja, weil die Leute halt mehr dazu angehalten sind, auf glatten Servern zu spielen. Ja, und deswegen ist der Server halt auch ziemlich dead. Ja, und damit meine ich nicht in Englischen den Vater, sondern ziemlich tot. Ja. Und das spiegelt sich halt auch in der Gilden-Ehrenhalle wieder und vor allen Dingen auch auf die Ehre technisch gesehen. Wie viel hier gefarmt wird, wie weit oben die Gilden schon sind, etc. pp. Ja, und wir haben zwar noch viele Aktive in der Gilde, also es sind wenig, die hier ja, rot angezeigt werden, aber man sieht es anhand schon der Tränke, schleift das hier ganz schön. Und das macht sich leider auch auf kurz oder lang in unserer Gilden-Ehrenhalle bemerkbar. Wir waren lange Zeit, oder eigentlich schon immer, war Flames of Destiny auf dem Server hier Platz 1 gewesen, mit Abstand.
Und ja, das wird sich aber leider, wie gesagt, auf kurz oder lang halt ändern, weil Celtic schon die letzten paar Wochen, Monate, Jahre, kann man jetzt schon sagen, ziemlich krass aufgeholt hat auf unsere Gilde. Die waren sonst auch viel, viel weiter unten. Liegt halt einfach daran, dass die Gilde im Gesamtpaket aktiver ist als unsere Gilde. Ja, wir haben zwar ziemlich krasse, hohe Spieler bei uns in der Gilde, vom Level her sehr hohe, auch von den Stat-Punkten sehr hohe Spieler, die bei uns hier in der Gilde vertreten sind. Das hat zum Beispiel Celtic jetzt nicht. Allerdings sind die halt in der Masse deutlich aktiver. Das kann man einfach mal vergleichen. Wir haben hier 988 Ritterhallenpunkte, was auch mal schwankt, wenn wir mal ein oder zwei austauschen müssen. Ich sag mal so, das schwankt zwischen 960, 70, 80, 90, so ungefähr. Wir hatten noch nie die Tausender zusammen gehabt in der Gilde und wir sind vom Durchschnitt her 458, ja. Und das merken wir uns mal und gucken in die zweite Gilde und hier sehen wir, dass der Durchschnitt deutlich über uns ist, also wirklich sehr, sehr deutlich. Bei 511 liegt hier der Level-Durchschnitt und natürlich hier auch die Tausender Ritterhallenpunkte am Start. So, wir sehen aber, die haben hier keinen einzigen, der über 600 ist. Und sind aber halt, wie gesagt, in der Gesamtheit aktiver. Ich gehe mal davon aus, dass hier wirklich 100% aktiv gespielt wird. Und jeder jeden Tag mit dabei ist. Ich würde mal gerne wissen, was die für ein Gildenpad haben. Das wäre mal ganz interessant. Und hier ist der schlechteste Spieler 445 und bei uns ist der schlechteste 331. Und das sorgt halt eben dafür, dass wir wahrscheinlich sehr bald schon auf Platz 2 verdrängt werden mit unserer Gilde hier. Da können wir uns noch so stark anstrengen oder die Einzelnen hier oben. Alleine können die natürlich nicht alles carryen. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Dings-Fight, ob ich hier irgendeinen Gildenkampf jetzt gerade zufällig drin habe. Ich glaube nicht. Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich muss nicht mal drauf achten, falls wir mal einen machen sollten. Oder falls wir mal wieder angegriffen werden oder so. Dann muss man mal da drauf achten. Aber ansonsten, sieht das ziemlich bescheiden aus, muss ich sagen. Und das ist natürlich auch so ein Ding, wo man sagen muss, klar, es ist cool, dass man auf jeden Fall Konkurrenz hat auf dem Server. Das ist sehr, sehr nice. Ja, finde ich auch auf jeden Fall cool und anspornt, dass man weiter Gas gibt auch auf seinem eigenen Server, aber man kann halt eben nicht für sich alleine sprechen oder man kann halt nur für sich alleine sprechen und nicht für die Gesamtheit der Gilde und wie da die Motivation aussieht. Und natürlich kann man versuchen, die Gilde zu motivieren, aber ob denn da auch der Funken Ehrgeiz so ein bisschen überspringt, das sei mal denn so dahingestellt. Ne? Wie gesagt, auf so einen alten Server spielen die meisten so ein bisschen vor sich hin, daddeln so vor sich her und kriegen eigentlich kaum mit, was überhaupt so abgeht. Ja, jetzt allgemein gesehen, nicht nur auf dem Server, sondern in der gesamten Shakes and Fidget-Welt, kriegen vielleicht mal ein paar Updates so durch die Post oder sowas, ansonsten durch den Gildenchat. Aber ansonsten machen sie sich da keine großartige Platte. Wie gesagt, ist ein alter Server. Ne? Und da bin ich natürlich halt auch wiederum Verfechter, muss ich sagen, von der Serverzusammenlegung, ne, die ja auch immer wieder in aller Munde wie Zahnärzte ist, ne, wo sich jeder drüber unterhält. Und was natürlich ein ziemlich polarisierendes Thema ist, diese Serverzusammenlegung. Wir hatten es ja im Stammtisch gehabt, wo ja auch der Ignil oder der Derafin, die ja auch auf sehr alten Servern spielen, mit sehr alten Chars, aber auch auf sehr toten Servern halt auch spielen, so, ne? Wo man halt so auf der einen Seite sagt, Server-Merges, also Serverzusammenlegung, sind nice für die Insgesamtheit und die Aktivität der gesamten Gilden so, ne? Aber auf der anderen Seite bringt das halt auch eben diesen kompletten Flow, sag ich mal, von diesem alten Server so und diese Eigenheiten, die man halt so hat und die man über die Jahre entwickelt hat, die werden natürlich dadurch dann entzweit. Ne? Man ist halt komplett wieder, man muss gefühlt wieder von neu anfangen, wenn man wieder noch mehr Konkurrenz hat und noch weiter unten ist vielleicht in der Ehrenhalle, weil halt auch noch Stärkere dazukommen. Wie sieht das aus mit den Gilden? Wer wird da von anderen vielleicht wechseln da welche rüber und so und dann kristallisieren sich daraus dann Mega-Gilden, und die anderen zerfallen dann irgendwie so,
Also das ist ein Thema, wo ich halt auch selbst sagen muss, da gucke ich ins Ungewisse, schaue ich in die Glaskugel und sehe da halt nur dichten Nebel, weil ich halt selbst nicht weiß, wie das Problem gelöst wird. Auf der einen Seite steht halt die Inaktivität von alten Servern und der Wunsch von vielen Spielern, dass die Server zusammengeführt werden, um halt eben die Aktivität ein bisschen zu erhöhen. Vor allen Dingen, ich spreche da halt auch für einen Strider, der gefühlt alleine auf seinem Server spielt, ja, wo ja, er in seiner Gilde eine Gildenhydra von Stufe 1 hat, ja, also eine einköpfige Hydra. Ne, das ist natürlich für ihn extrem vom Nachteil. Und natürlich ist so jemand wie Strider deutlich dafür, eine Serverzusammenlegung zu haben, um halt eben in eine stärkere Gilde auch zu kommen. Ja, um halt eben für sich selbst auch ein bisschen Profit aus der ganzen Sache zu ziehen. Ne? Auf der anderen Seite gibt es halt eben vielleicht so Gilden, die schon komplett aktiv sind und die da gar keine Probleme mit haben mit der Hydra. Was jetzt nur ein Teil davon ist. Ne? Das sind jetzt auch vielleicht auch die Raids, die jetzt auch nicht mehr so krass ja, zur Sache tun, aber insgesamt die Aktivität der Gilde. Ne? Und ja, die da halt, wie gesagt, keine Probleme mit haben, die das jetzt eher stören würde. Ja, also da könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Wie gesagt, für die Leute, die das ganze Thema ausführlicher sehen wollen oder die Meinung von ja, Late-Game-Chars, sag ich mal, zum Beispiel wie dem Ignil und dem Derafin hören wollen und deren Meinung, könnt ihr gerne auf dem letzten Stammtisch vorbeischauen. Ja, beim letzten Stammtisch vorbeischauen, da haben wir uns sehr lange drüber unterhalten und ja, ansonsten würde mich da mal eure Meinung auch dazu interessieren. Ne? Wie gesagt, ich bin weder noch dafür noch dagegen. Ich finde die Idee nice und finde, es ist auch vielleicht wichtig, dass das in Zukunft umgesetzt wird. Es ist aber auch ein endloses Thema und ich kann nicht genau garantieren und wissen, wie dort der beste Schritt ist, um das Ganze irgendwie einheitlich zu machen. Vielleicht ist es auch gar nicht nötig, eine Serverfusion, wie man sich das vorstellt, zu machen, sondern halt serverübergreifende Features ein bisschen mehr zu fördern, um halt eben dort so ein bisschen mehr Motivation zu schaffen. Das wäre vielleicht noch eine Option, die ich mir vorstellen kann. So eine richtige Server-Fusion, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, S30 und S31 jetzt, ne, dass die zusammenkommen, weiß ich nicht. Kann ich mir zwar auch irgendwo vorstellen, aber irgendwo auch nicht. Es ist komisch, ja. Also, wie gesagt, es ist ein Thema, das hatten wir schon auch zuhauf gehabt. Und man findet da auch keinen richtigen Punkt. Aber es wurde ja auch schon irgendwo in den Streams ein bisschen angekündigt, dass dort auch eventuell dran gearbeitet werden soll in Zukunft an der Serverzusammenlegung. Ja? Also es wird sich vielleicht im Hintergrund schon so ein bisschen ja, Gedanken zu dem Thema gemacht. Ja. Alles klar, Leute, das soll es auch soweit von heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.